Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. In der Zeitreisereihe zeige ich euch heute ein paar Bilder aus der Stadt Stolberg. Stolberg, das liegt im Harz und zwar am Südrand in Sachsen-Anhalt. Stolberg gehört seit einigen Jahren zur Gemeinde Südharz, darf aber die Bezeichnung Stadt weiter im Namen führen. In der Reisezeitreihe, da geht es heute 25 Jahre zurück. Das jetzt nämlich sind Aufnahmen aus Stolberg im Jahre 1994. Stolberg war damals schon ein Luftkurort und bekannt wegen seiner vielen Fachwerkhäuser im Renaissance-Stil. Ja, und über der Stadt, da thront das Schloss Stolberg, ehemaliger Besitz der Familie Fürst zu Stolberg-Stolberg. Ihre Blütezeit erlebte die Stadt mit dem Bergbau im Mittelalter. Ein Großteil der Straßen hier, der Häuser und der Plätze hat sich seit Jahrhunderten anscheinend kaum verändert. Und das hat schon in den 90er Jahren hier einen gewissen Reiz ausgemacht. Die Stadt hat das Jahr 1945 weitgehend unbeschadet überstanden. Und das ist auch der Grund, warum es hier so viele historische Fachwerkhäuser gibt. Während zur DDR-Zeit ja viele Bausünden begangen wurden, ist in Stolberg das mittelalterliche Stadtbild unter Denkmalschutz gestellt worden und größtenteils instand gehalten worden. Zwischen 1990 und 1994, also dem Jahr, in dem hier diese Aufnahmen entstanden, erfolgte der Ausbau der städtischen Infrastruktur. Stolberg erhielt zudem den Titel der historischen Europastadt und eine Goldplakette im Bundeswettbewerb zur Erhaltung des historischen Stadtraumes. Wir sind jetzt hier am Rathaus angekommen und neben dem Rathaus, da führt eine Treppe hoch, die führt hinauf zur Stadtkirche. Die erste Kirche, die stand hier schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Übrigens 1525 besuchte Martin Luther die Stadt und hier in der Kirche hat er gepredigt. Um 1600 hat die Gräfin Anna zu Stolberg einen Taufstein gestiftet, der besteht aus Marmor und Alabaster. Das hier ist er übrigens. Wenn man aus der Kirche rauskommt, dann geht der Weg noch weiter, nämlich zum Schloss hin. Bis zur Enteignung 1945, da befand sich das Schloss noch im Besitz der Familie Fürst zu Stolberg-Stolberg. Inzwischen ist das Ganze hier übrigens restauriert. Damals wie heute, was man wirklich genießen muss, das ist dieser Blick auf Stolberg, den man von hier oben hat. Vom Schloss führt dann der Weg wieder runter in die Stadt und hier stieß und stößt man auf Thomas Müntzer. Kennt noch einer Thomas Müntzer? Der Mann, der war Theologe, der war Reformator, der war Revolutionär in der Zeit des Bauernkrieges. Thomas Müntzer, das war ein großer Anhänger und Bewunderer von Martin Luther. Er kämpfte für die gewaltsame Befreiung der Bauern. In Mühlhausen, da war Müntzer Pfarrer und er war Agitator und Förderer der Aufstände. War halt Revolutionär. Und Thomas Müntzer, der wurde 1489 eben hier in Stolberg geboren. Hier steht sein Geburtshaus, das ist allerdings im 19. Jahrhundert abgebrannt. Und so wie auf dem Foto hier sieht das Haus heute aus und in den Filmaufnahmen, da seht ihr, wie das Haus 1994 ausgesehen hat. Thomas Müntzer, der war in der DDR ja sehr populär, deswegen erhielt sein Geburtsort Stolberg den offiziellen Namenszusatz Thomas Müntzer-Stadt. Diesen Zusatz hat man inzwischen abgeschafft. So, in dem Video jetzt verlassen wir Stolberg und weiter geht's in den Harz rein, nämlich in die Stadt Harzgerode. Das ist eine Stadt im Landkreis Harz und es gehört ja ebenfalls zu Sachsen-Anhalt. Aber hier will ich euch gar keine Bilder von 1994 von der Stadt zeigen, sondern mir geht es um ein Fest, das hier damals gerade stattgefunden hat. Keine Ahnung, ob es eine Kirmes oder ein Schützenfest oder ein Stadtfest gewesen ist. Ich fand das nur damals hier sehr beeindruckend und wir haben hier einen sehr schönen Nachmittag verlebt. Vor allen Dingen die Bilder der Fahrgeschäfte hier aus dem Jahr 1994, also vor 25 Jahren, die möchte ich euch gerne einmal zeigen.
Also irgendwie kann ich so richtig sentimental werden, wenn ich diese alten Kirmesbilder sehe. Das war's also aus Stolberg und aus Harzgrode im Harz. In diesem Sinn, tschüss.